Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen eine neue Mission, entwickelt von den City Builders für Caesar 3. Die Webseite der City Builders habe ich auf meinem Kanal verlinkt. In gewohnter Weise könnt ihr unter der Rubrik Caesar 3 diese Missionen, die ich hier als Let's Play spiele, auch runterladen und selber spielen. Schauen wir mal, welche Missionen wir uns diesmal vornehmen. Wir spielen die Mission Esplugues. Hispanien ist unruhig. Der Ruf nach Recht und Ordnung wird immer lauter. Bisher waren die befestigten Stützpunkte zu weit verstreut. Ihr bekommt den Auftrag, in der Nähe des Hafens von Valencia eine kleine, befestigte Stadt zu errichten. Da auch Rom leben muss, werdet ihr in der euch gegebenen Zeit von 30 Jahren anstrengen müssen, die geforderten Ziele zu erreichen. Ja, wir sind in Hispanien 55 nach Christus. Ja, und unsere Siegesbedingungen sind eine Kultur von 80, eine Wohlstandswertung von 55, eine Friedenswertung von 75, eine Gunstwertung von 90. Unsere Stadt muss mindestens 5550 Einwohner haben. Ja, und wieder haben wir ein Zeitlimit. 30 Jahre haben wir maximal Zeit, alle Ziele zu erreichen. Klingt wieder sehr anspruchsvoll und ich bin sehr gespannt. Ja, und wir schauen uns mal die Karte an. Ja, obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus, schauen uns die Karte einmal an. Wir sind hier im Süden und wir sehen hier einen Fluss, der diese Karte ja meandrierend hier durchfließt. Hier haben wir den Anschluss an das Kartenende und hier ist auch Treibholz, das heißt, der Bereich ist schiffbar. Von hier werden wahrscheinlich unsere Handelsschiffe kommen. Ja, wir haben hier entsprechend Fischgründe. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Norden. Haben wir hier eine große Landmasse, sehr fruchtbar. Ja, da kann man sehr gut bauen. Ja, hier oben haben wir Gesteinsformationen, sehr viel Wald. Gehen wir jetzt erstmal nochmal Richtung Osten. Ja, haben wir hier ein Eingeborenendorf. Ah ja, das ist auch gut zu wissen. Einen kleinen See hier. Okay, dann geht es jetzt mal Richtung Westen. Also wie gesagt, diese Landmasse ist sehr groß, sehr fruchtbar, sehr viele Waldbestände. Ja, hier haben wir weiter den Fluss. Das ist wirklich sehr schön hier mit Ausbuchtungen und Erweiterungen. Ja, das haben die City Builders mal wieder sehr schön gemacht. Hier in der Mitte entsteht eine Insel im Fluss, auch fruchtbar. Gut, das ist die Straße nach Rom. Der Immigrationspunkt ist wo? Oh, hier ist auch nochmal ein Eingeborenendorf. Ja, die Straße führt hier weiter. Okay. Ah, da ist der Immigrationspunkt ganz im Westen. Ja, und dieser Fluss ist wirklich hier sehr stark meandrierend. Hier ist auch nochmal Anschluss an das Kartenende. Ja, sehr schöne Landschaft hier. Gefällt mir wieder sehr gut. Eine große Karte, wo wir unsere Stadt hier errichten können. Dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. An Farmen haben wir Weizen, Obst, Oliven und Reben, die wir hier anbauen können. Das ist schon recht viel hier. An Rohmaterial haben wir Ton, Marmor, Eisen und Holz. Also hier können wir auch alles eigentlich an Rohmaterial entsprechend produzieren. Dementsprechend können wir auch Wein, Öl, Waffen, Möbel und Geschirr produzieren. Also alles, was dieses Spiel zu bieten hat, können wir hier auf unserer Karte tatsächlich auch herstellen. Gut, dann schauen wir mal auf die Imperiumskarte. Ja, unsere Stadt ist Valencia hier in Hispanien und wir haben 4 Handelspartner, 2 über Land. Einmal Carthago Nova. Verkauft uns jede Menge Eisen und Holz und größere Mengen Obst, kauft bei uns jede Menge Geschirr und Gemüse und größere Mengen Olivenöl. Tarraco
verkauft uns jede Menge Oliven und Trauben und jede Menge Ton, kauft bei uns jede Menge Geschirr und größere Mengen Möbel und Waffen. Unsere Seehandelsrouten bestehen nach Rom. Rom verkauft uns jede Menge Möbel und größere Mengen Obst und Gemüse, kauft bei uns jede Menge Geschirr und Weizen und größere Mengen Wein. Ja, und der letzte Handelspartner über See ist Capua. Capua verkauft uns auch jede Menge Holz und Obst und größere Mengen Wein, kauft bei uns jede Menge Gemüse, größere Mengen Olivenöl und geringere Mengen Waffen. Ja, wir können Geschirr in großen Mengen verkaufen, auch Möbel und auch Waffen. Also wir können, glaube ich, relativ gut hier exportieren. Ja, und was ist nun der Plan? Natürlich bietet sich hier diese große Landmasse an, um unsere Stadt zu errichten. Wir müssen gucken, dass wir hier an die Gesteinsformationen kommen, damit wir Marmor und auch Eisen abbauen können. Ja, und hier können wir auch dann entsprechend Holz produzieren und unser weiterführendes Gewerbe hier auch ansiedeln. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier mit der Siedlung beginnen. Wir haben hier dann die Möglichkeit, Häfen zu errichten und ich würde dann ja nach hier rüber weiter siedeln und entsprechend 3 bis 4 Wohngebiete aufbauen. Damit sollten wir eigentlich die Einwohnerzahl von 5.550 Einwohner erreichen. Gut, ja, soviel zum Plan. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Aufbau unserer Stadt Valencia. So, vorher müssen wir aber noch hier natürlich die Verbindung von der Straße nach Rom zu unserem Wohngebiet herstellen. So, das müssen wir natürlich mit Schiffsbrücken machen. Da würde ich jetzt mal... wie bauen wir das am besten? Ja, ich würde sagen so. Natürlich müssen wir den Pausenmodus aufheben, sonst können wir nicht bauen. Für das Bauen müssen wir aber die Geschwindigkeit mal ganz schnell auf 10% stellen. So, jetzt können wir den Pausenmodus aufheben. So, dann würde ich jetzt hier eine Schiffsbrücke bauen. So. Und dann führen wir hier eine gerade runter. So. Dann können wir die andere Schiffsbrücke hier hinbauen. Gut, dann haben wir die Verbindung schon hergestellt. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Aufbau unserer Stadt. Dafür werde ich aber jetzt hier große Teile des Waldes mal roden, damit wir jede Menge Platz haben hier für den Bau unserer Stadt. So, ja. Dann kommen wir hier mit der Straße raus. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Wir haben jetzt hier das erste Wohngebiet für die Arbeiter errichtet. Das parzelliere ich jetzt hier noch einmal komplett. Wir haben natürlich wieder außenliegende Wohnbereiche hier für den Zugang zum Arbeitsmarkt mit unseren ganzen Gewerbestätten und Dienstleister. Ja, wir haben hier die Wasserversorgung aufgebaut. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Arbeitsberater und vergeben unsere Prioritäten. Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern erstmal auf 0. Die Geschwindigkeit können wir jetzt wieder entsprechend auf 70% stellen. So, und sie wandern doch von diesem Immigrationspunkt hier ein. Ich dachte, es wäre der andere gewesen. Dann haben sie es nicht ganz so weit, unsere neuen Bürger. Aber trotzdem dauert das noch ein bisschen. Wir werden natürlich sofort mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Wir haben ja hier jede Menge Möglichkeiten, entsprechend Farmen aufzubauen. Wir müssen den Weg dann hier so hoch bauen schon mal, weil hier werden wir natürlich unsere Eisenminen errichten.
Dann können wir hier Waffen produzieren. Hier kommen unsere Docks hin und hier werden wir auch unsere große Geschirrproduktion starten. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis unsere Bürger angekommen sind. So, ich denke mir mal, wir werden die ersten Arbeitslosen jetzt haben. Jawohl, wir können mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ob wir jetzt hier direkt erstmal mit Obstfarmen beginnen. Obstfarmen haben ja einen positiven Einfluss auf die Attraktivität interessanterweise. Dann würde ich jetzt tatsächlich das Silo hier hinbauen wollen. Ja. Wir können natürlich auch Weizen anbauen. Ja, für eine Wohlstandswertung von 55 brauchen wir nicht unbedingt Villen. Das können wir auch mit unseren Insulars schaffen. Allerdings sollten wir die Insulars zu herrschaftlichen Insulars ausbauen. Dafür brauchen wir natürlich 2 Nahrungsmittelarten. Wir werden jetzt hier erstmal nur mit Obst arbeiten und später auch natürlich dann Weizen. Weizen wächst ja in den südlichen Gebieten doppelt so schnell. Das sollte man nicht vergessen. So, dann bauen wir auch schon mal direkt den Markt. So, und wir sollten natürlich hier nicht vergessen, die Ingenieursposten zu bauen und die Präfektur. Ja, ich würde jetzt tatsächlich mit der Geschirrproduktion beginnen. Da können wir ja echt wirklich sehr viel an Waren verkaufen. Dann würde ich jetzt schon mal einen Dock bauen, nämlich hier. Ja, und wir bauen hier die Warenlager schon mal auf. So, hier kann Geschirr angenommen werden. So, und hier können Waffen angenommen werden. So, okay, dann errichten wir jetzt hier natürlich auch Präfekturen. Wie bauen wir das? Bauen wir es so. Präfektur und Ingenieursposten. Gut, so, und dann sollten wir noch schnell natürlich Tempel errichten. Ich sehe gerade, Wein können wir natürlich auch verkaufen. Bei Rom und Capua kauft die Waffen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Geschirrproduktion. Wo können wir denn die Tongruben aufbauen? Hier. Ja, das ist nicht so gut. Nochmal zurück. Ja, Rom zahlt niedrige Löhne. Da kümmern wir uns gleich drum. Ja, hier möchte ich natürlich dann gerne meine Docks noch errichten. Das ist gar nicht so einfach. Wo setzen wir denn jetzt hier die Tongruben hin? Okay. Na, das war jetzt nicht richtig. So, wir brauchen eigentlich maximal... Also ich würde sagen 4 Docks, das müsste für 2
Handelsrouten über See eigentlich reichen. Dann können wir jetzt hier natürlich das so bauen. Dann passt das nämlich wunderbar. Ich bin begeistert. So, wir brauchen allerdings auch noch eine Präfektur hier, ne? So. Wir öffnen schnell die Handelsroute nach Rom und auch die Handelsroute nach Capua und können jetzt Waffen schon mal verkaufen und auch das Geschirr. So, und ja, ich würde direkt auch 2 Silos bauen. Bauen wir das so? Ja, bauen wir so. Und dann bauen wir hier jetzt schon die ersten Weizenfarmen auf. So, dieses Silo wird jetzt nur das Obst annehmen. So, und dieses hier wird natürlich nur Weizen annehmen. Ich habe ganz vergessen, dass wir natürlich auch Fisch hier entsprechend produzieren können. Also Nahrungsmittel haben wir mehr als genug. So, Verschönerungen. Und dann bauen wir jetzt die ersten Weizenfarmen auch auf. Na, hier bauen wir jetzt, ja, wir können hier eigentlich auch noch natürlich die ersten Weingüter bauen, denn auch Weingüter haben eine sehr gute Wirkung auf die Attraktivität. Aber ich wollte eigentlich Weizenfarmen hier bauen. So, hier bauen wir natürlich auch ein Wachzimmer noch auf, nämlich so. So, in Rom zahlt man nur 26 Dinari. Ja gut, dann kriegt ihr 27 Dinari. Ups, das war verkehrt rum. So, und ihr seht, wir haben keine Mitarbeiter mehr für, oh Gott, für Nahrungsmittelproduktion und für die anderen Dienstleistungen auch nicht. Da haben wir ein bisschen zu viel gebaut, würde ich sagen. Ne? Okay. Das Gewerbe für Ton schalten wir aus und auch das Gewerbe für Geschirr schalten wir aus. Wir müssen erstmal hier die Entwicklung starten. Ja, wir brauchen Angestellte, das ist mir klar. Da arbeiten wir dran, aber es wandern jetzt Gott sei Dank jede Menge neue Bürger ein, nachdem wir jetzt unsere Nahrungsmittelproduktion hier mit Arbeitern versehen haben. Stadtkasse sieht noch gut aus. Wir hatten eine sehr üppige Stadtkasse gehabt. Ja, und mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in Valencia. Ja, die Nahrungsmittelproduktion muss noch ein bisschen weiter anlaufen. Ja, wir schauen noch mal kurz, ob wir auch selber Geld verdienen können. Wir haben den Rang eines Prätors, der 40 Dinari im Monat bekommt. Gut, dann können wir auch Geschenke verschicken an den Imperator. Eine Gunst von 90, das ist schon einiges. So, wir machen noch mal hier ein paar Verschönerungen. Und ich werde schon das zweite Wohngebiet jetzt schon aufbauen. Das kommt direkt hier hin. Weil wir brauchen doch jede Menge neue Bürger hier in unserer Stadt. Das dauert mir noch ein bisschen zu langsam. Noch haben wir etwas Geld. Wir produzieren im Moment ja noch gar keine Exportgüter. Aber ihr seht jetzt, dass das gesamte Wohngebiet jetzt mit Nahrungsmitteln versorgt worden ist.
Wir können tatsächlich jetzt hier schon mal eine Schule bauen. Ja, und ein Theater werden wir jetzt gleich schon errichten. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Wir brauchen ja noch Platz für ein Amphitheater. Das kann hier hin. Okay, dann sollte es eigentlich passen. Hier habe ich auch noch Platz für einen Arzt, sehe ich gerade. Der kann hier hin. Da kann allerdings auch nachher der Barbier hin. Na, dann passt das doch alles so. Wunderbar. Ja, und hier haben wir jetzt schon das zweite Wohngebiet aufgebaut. Und ich muss jetzt ganz dringend tatsächlich mal hier unser Gewerbe für Ton wieder einschalten und auch für Geschirr. Wir haben nämlich bald kein Geld mehr. Wir werden noch schnell das hier entsprechend komplett parzellieren. So, und dann können wir die Geschwindigkeit auch direkt wieder auf 70%. Ja, das weiß ich. So, hier werden wir noch 2 Warenlager später bauen. Hier wird dann Geschirr, Möbel und noch später Olivenöl eingelagert. Da können sich diese Wohngebiete hier wunderbar raus versorgen. So, wir bauen mal 2 Weinklettereien auf. Ja, die können wir durchaus hier hinbauen. 2 Stück. Dann können wir auch ein bisschen Wein verkaufen. So, hier das Warenlager, wo wir Waffen einlagern, kann jetzt auch Wein annehmen. Und ihr müsst wieder die Warenlager neu einstellen. Mit den Handelsrouten, die wir jetzt hier eröffnet haben, ist zum Beispiel jetzt hier Gemüse freigeschaltet. Das müssen wir natürlich direkt ausschalten. So, und hier können wir nachher auch die Möbelproduktion starten. Da führen wir einfach auch diesen Weg zu einem Schlenker hier hoch. Dann können wir hier entsprechend die Sägewerke bauen und hier können wir entsprechend die Möbelfabriken errichten. Ja, das gefällt mir so vom Aufbau eigentlich schon gar nicht schlecht. So, einen Arzt sollten wir hier auch nicht vergessen zu errichten. Der kann hier hin. Und auch schon den Markt. So, hier haben wir schon unser Geschirr. Das kann jetzt verkauft werden. Ja, und bei Rom können wir auch den Wein verkaufen. Das passt doch auch gut. Können wir direkt einstellen. So, jetzt sollten wir auch ein bisschen Geld hier generieren mal. Die 1000 Einwohner Marke ist geknackt worden. Ja, mit 1000 Einwohnern, ihr wisst ja, müssen wir weitere Tempel errichten. So, hier für dieses Wohngebiet passt es. Allerdings würde ich jetzt erstmal etwas Geschirr verkaufen wollen. Aber da kommt schon unser Handelspartner. Ah, sehr schön. Da ist das Geschirr verkauft worden. Dann können wir jetzt hier weitere Tempel errichten. Ja, beginnen wir mit der Waffenproduktion. Ich würde sagen, wir bauen 2 Eisenminen hier auf. Oh, ein Silo ist eingestürzt, das ist schlecht. Oh nein.
Das ist immer ärgerlich. Was? So, nur eingestellt. Ja komm, dann bauen wir auch nochmal einen Ingenieursposten und eine Präfektur auf. Und nochmal ein paar Obstfarmen. Ja, hier. So, das ist nicht gut hier. Ihr seht, dieser Markt hat Zugang zu 2 Straßen. Das müssen wir ändern. Und zwar so. Hier können dann Gärten hin. Ja, das ist gut. Und dann beginnen wir nachher hier mit der Möbelproduktion. Ja, und wir sollten auch nicht vergessen, natürlich unsere militärische Ausbildung hier durchzuführen. Bis jetzt haben wir ja noch keine Angriffe zu befürchten. Beginnen wir mit der Waffenproduktion, indem wir jetzt hier die Waffenschmieden aufbauen. Die passen nämlich hier wunderbar hin. Da bauen wir 4 müssten eigentlich reichen. Ja, man könnte natürlich hier einen Loop bauen. Warum nicht? So, Geld verdienen wir jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Nochmal ein paar Weizenfarmen hier aufbauen. Ja, hier sollten wir noch ein weiteres Dock errichten. Und dann können wir hier noch weitere Tongruben bauen. Wir könnten natürlich auch Ton importieren. Das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt hier so auszubauen. Ja, und ich glaube, hier wäre ein guter Platz für unseren Senat. Na, das Geld reicht im Moment noch nicht dafür. Ich glaube, ich ändere es noch ein bisschen um. Ich werde den Tempel des Mars hier hinbauen. Den hier abreißen. Und dann würde ich dann tatsächlich hier nochmal das so bauen, damit ich hier später die ganzen Schreinereien und Sägewerke bauen kann. Das fände ich, glaube ich, nicht schlecht. Dann bräuchten wir allerdings hier auch noch einen Brunnen. Ne? Der kann hier hin. Gut, und hier kann das Amphitheater hin, das passt wunderbar. Und hier haben wir noch Platz für Schulen und für Bibliotheken. So, wir haben wieder Geld. Ich werde jetzt hier erstmal, da passt es nicht, aber hier passt es ganz gut hin. Die Künstlerkolonie bauen und dann können wir nämlich das erste Theater hier errichten. So. Oh. Der Verkauf von Waffen wird lukrativer. Die Preise sind gestiegen. Sehr gut. Oh je, jede Menge Arbeitslose. Ja, komm, dann legen wir los. Ne, damit nicht, sondern mit der Möbelproduktion. So, wir feiern mal ein Fest. Und zwar fangen wir an mit Ceres. Ein großes Fest für diese Gottheit. Und
wir verdienen erstmal richtig Geld, aber ich möchte das Geld jetzt ausgeben für unseren Senat. Wie ich ja gesagt habe, möchte ich den Senat hier hinbauen. Wir nehmen ein bisschen mehr Platz hier. So. Ja, das gefällt mir gut. Hier ist der Zugang zum Arbeitsmarkt. Natürlich müssen wir das hier auch noch schützen. So, und dann können wir nämlich jetzt unsere Steuern nämlich eintreiben. So, Bibliothek. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen zu wenig Platz. Wenn das Amphitheater hier hinkommt. Doch. Dann passt das Badehaus noch hier hin. So. Jawohl. Die Steuern können wir jetzt auf 9% stellen. Sehr gut. Ja, und wieder werden niedrige Löhne gezahlt in Rom. Ach Gott, die Armen kriegen 24 Dinari, ja, bei uns kriegt ihr 25. So, Arbeitsmarkt sieht auch soweit ganz gut aus. So, wir können die Geschirrproduktion noch ein bisschen vorantreiben. Bauen wir hier noch eine Tongrube auf. Und nochmal ein paar Töpfereien. Na komm, wir bauen hier noch eine Kälterei auf. Dann können wir hier nämlich noch ein Weingut bauen. Ja, wir haben unser erstes Fest für Ceres. Das ist sehr schön. Ja, beginnen wir mit dem Militär. Die Kaserne würde ich tatsächlich hier hinbauen. Allerdings, die hat echt einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Das wäre nicht so gut. Die kann tatsächlich hier hin. Die Militärakademie kommt hier hin. Ja, und ich würde gerne hier auf dieser Insel tatsächlich unsere ganzen Forts errichten. Bevor ich das mache, möchte ich natürlich hier alles entsprechend sichern. Das heißt, wir bauen hier die Wachzimmer auf. Na. So, das können wir hier alles wegnehmen. So, und dann kann hier eine Präfektur hin und hier der Ingenieursposten. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das baue. Oh, ein Bergwerk ist eingestürzt. Schade. Hier kommt noch eine kleine Siedlung hin. Nämlich hier. Ja, und 2000 Einwohner in unserer Stadt. Alles wächst und gedeiht. So, das machen wir so.
Ziehbrunnen. So, dann bauen wir das erste Fort für die Wurfspeerträger. Die kommen hier hin. Dann haben wir auch kein Geld mehr. Ne? Ja, hier muss ich eine Straße bauen, sonst wird das nichts. Okay. Ja, unsere Gottheiten sind wieder mal unzufrieden. Ein Fest mal wieder. Naja, ist 4 Monate her, können wir noch ein bisschen warten. Na, dann bauen wir nachher nochmal neue Tempelanlagen. So, wir brauchen natürlich auch ein Warenlager für Möbel, stelle ich gerade fest. Das können wir jetzt hier einrichten. So, und die Möbel können wir jetzt auch erstmal verkaufen noch. Oh, ja. Da brauchen wir die Handelsroute nach Tarako. Die eröffnen wir, dann können wir auch unsere Möbel verkaufen. Ja, und ein Warenlager, das hatte ich ja gesagt, hier für Geschirr. Hier kann das Geschirr gefordert werden. So, okay, Nahrungsmittel, ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, wir brauchen natürlich auch noch die zweiten Märkte. Ich werde jetzt hier schon mal den zweiten Markt bauen. Den Tempel des Merkur. Können wir schon mal hier hinsetzen. Oh, 8% Arbeitslosigkeit. Das ist echt viel. Vorerst bauen wir aber noch das Fort für Legionäre hier auf. Bauen Bibliotheken auf. So, ja, Möbel haben wir. Das sieht gut aus. Da können wir noch mal 2 Möbelschreinereien bauen. Ja, soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Beginnen wir mal unsere Stadt etwas zu befestigen, beziehungsweise mal zu schauen, wo wir entsprechend Mauern bauen müssen. Dafür können wir in den Pausenmodus gehen natürlich. Schauen wir uns mal die Kartenränder an. Also hier kann nichts passieren, allerdings hier kann entsprechend Feinde in die Karte eindringen. Wir könnten natürlich dieses Eingeborenendorf nachher missionieren, dann können wir mit denen noch Handel betreiben. Okay, also hier könnten entsprechend Feinde in unsere Karte eindringen. Ja, das ist natürlich auch sehr nah hier an unserer Stadt. Das ist nicht so gut. Hier sollten wir auf jeden Fall eine Mauer bauen. Gegebenenfalls auch Türme. Gut, gehen wir mal hier weiter. Hier könnten Feinde in die Karte kommen. Hier. Hier auch, ja. Hier auch. Das ist schon ziemlich viele Bereiche, die wir hier absichern müssen. Ja, und hier haben wir ja das Gewässer. Da haben wir ja hier schon entsprechend Wachtürme gebaut. Das sollten wir allerdings nochmal hier auch machen. Ja, können wir den Pausenmodus wieder aufheben. So, hier sollten wir auch einen Markt bauen. Ein Arzt brauchen wir hier auch. Tempel können wir nachher bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier nicht zu weit weg ist für die gute
Marktfrau müssen wir gleich mal gucken. Ansonsten bauen wir hier noch ein Silo hin. Das sollte dann passen. So, ja, dann bauen wir jetzt hier eine Mauer. Ups. Das müssen wir ein bisschen anders bauen. Ja, das ist gut. Bauen wir hier einen Turm auf. So. Den könnten wir dann nämlich sogar hier anschließen. So. Ja, das bauen wir ein bisschen anders. Dann könnte man hier eventuell noch einen Marmorsteinbruch bauen oder zwei. Dann könnten wir Marmor nämlich, ich glaube Marmor können wir gar nicht verkaufen, aber wir könnten damit Orakel bauen. Gut, bauen wir zwei Türme. Ja komm, bauen wir zwei Türme. So, dann möchte ich das hier auch schließen. Mhm. Ja, und von hier können sie auch angreifen, ne? Ja, da kann man sie mal ein bisschen dicker machen, ne? So. Mhm. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt ja erstmal ein bisschen geschützt sind. Wir bauen Schulen. Theater. So, wir haben echt zu wenig Platz hier für alles, was ich hier bauen muss. Ich muss ja jetzt das Amphitheater noch bauen. Wir haben das Forum. Ich habe keinen Platz für das Badehaus. Das kann hier hin. Venus kann hier hin. Gut, entwickelt sich super weiter. Hier noch schnell Plätze. Ja, und Rom zahlt jetzt höhere Löhne. Was haben wir denn? 28. Dann kriegt ihr 29. So, und dann baue ich noch eine Tongrube hier auf und dann ist aber auch, glaube ich, Feierabend. Und nochmal hier. Verklickt. Doof. So, hier kann das Warenlager hin für Marmor. Ja, dieser Markt hat leider keine Nahrungsmittel. Das ist schade. Okay, dann machen wir hier Folgendes. Das können wir ruhig machen. Führen den Weg hier raus. So. Und wir können hier nämlich eine Werft bauen. So, und dann bauen wir hier
Na, nicht hier, sondern hier 2 Kai-Anlagen auf. So, man kann hier das Silo hin. Oh je, das sieht nicht gut aus hier. Wir bauen mal direkt Tempel für Neptun. Und feiern auch ein Fest direkt für ihn. So, führen wir den Weg hier auch raus. Dann kann hier auch nochmal ein Tempel hin. Nochmal eine ganze Runde hier sozusagen. Ja, da haben wir zu lange gewartet. Neptun hat einen Sturm entfesselt. Gott sei Dank haben wir noch keine Fischerboote. Aber hier sehen wir die Transportschiffe unserer Handelspartner. Das ist leider alles untergegangen. Das ist leider schade. Gut, ja komm, wir bauen noch weitere Tempel hier aus. Hat ja keinen Zweck hier. So, und wir können farmen hin. Für Geschirr werden wir ein Limit einstellen von 5. Möbel auch. Gut. Ja, Venus ist auch böse mit uns. Naja, wir sind sie mittlerweile gleichgültig. Ja, Mars ist auch echt ziemlich angesäuert, aber ich sehe auch gerade, wir haben für Neptun ja auch einen Tempel mehr als für die anderen. Das ist schlecht. Oh Gott. Schnell hier für Mars noch einen Tempel bauen. Wir haben eine schlechte Stimmung in der Stadt. Diebstahl. Wir werden wohl zu viele Mitarbeiter haben. Beziehungsweise Arbeitslose. Deswegen müssen wir das jetzt relativ schnell hier regeln. So, okay. Haben wir dann jetzt genug? Ceres und Venus brauchen noch einen Tempel. Ja, und das war zu befürchten eine entfernte Schlacht. Die Feinde Roms rücken näher vor. Und was haben wir noch für eine Zeit? Noch keine Meldung darüber. Ja, Arbeitslosenquote ist aber eigentlich in Ordnung. Na komm, noch ein Fest. Diesmal für Mars. So, da habe ich nicht drauf geachtet. Hier ist das Bergwerk ja eingestürzt und irgendwie arbeiten hier unsere Eisenminen nicht wirklich. Tja, wir brauchen hier tatsächlich auch nochmal so eine kleine Siedlung, aber wirklich nur ganz rudimentär. So. Ja, entwickeln wir unsere Stadt weiter. Wir bauen die Gladiatorenschule hier auf und natürlich das Amphitheater. So, und hier sollten wir auch Verschönerungen bauen, damit sich die Gebäude auch weiterentwickeln.
So, und ich habe jetzt für den Barbier hier echt keinen Platz mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann dieses eine Gebäude hier wegreißen. Und dann können wir hier den Barbier hinbauen. Das geht auch. Das habe ich nämlich hier auch schon gemacht. Ja, Olivenöl können wir auch selber produzieren. Allerdings würde ich Olivenöl tatsächlich einkaufen. Und zwar würde ich das so machen, würde diese Obstfarm hier abreißen, würde hier ein Lagerhaus hinbauen und dieses Warenlager wird nur Öl annehmen, welches wir einkaufen. Ich glaube, das können wir uns ganz gut erlauben. Wir brauchen nachher noch jede Menge Mitarbeiter für unsere ganzen kulturellen Einrichtungen. Ein Erdrutsch. Unsere Handelsrouten sind dadurch gestört. Wir eröffnen die letzte Handelsroute, nämlich nach Karthago Nova. Da können wir nämlich auch noch Geschirr verkaufen. Okay. Und wir könnten hier auch das Holz einkaufen. Also man könnte tatsächlich das Gewerbe für Holz und auch für Ton ausschalten und tatsächlich nur die Rohstoffe einkaufen. Das müssen wir mal schauen, ob das nötig ist oder wird. Ja, bauen wir hier das letzte Dock hin. Das reicht aber dann wirklich. 3 Docks. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht. So, und ihr seht, der Fisch ist jetzt hier auch angekommen bei unseren Bürgern. Dieses Wohngebiet hat sich weiterentwickelt. Die brauchen ja frisches Wasser. Das werden wir jetzt nicht zur Verfügung stellen. Das reicht ja hier auch. Ich würde jetzt hier gerne noch ein weiteres Fort bauen für die Wurfspeerträger. Ja, und mittlerweile schon 3000 Einwohner in unserer Stadt. So, wir können hier natürlich noch einen Missionsposten bauen. Dann können wir hier die Eingeborenen missionieren und noch ein bisschen Handel treiben. Ja, und wir kriegen die Segnung von Mars, einen Schutzgeist, der unsere Stadt bewacht. Das ist sehr gut. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen das Problem, ich bräuchte eigentlich hier noch einen zweiten Markt. Ja, ich werde mich hier von diesem Wohngebiet hier tatsächlich verabschieden und hier den zweiten Markt hinbauen. Genau, dann können wir hier noch die Präfektur hinbauen, die ich eben abgerissen habe. Ja, dann sollte das ja eigentlich passen. Irgendwie habe ich hier gerade eine Unterversorgung mit Geschirr. Ja, ich baue noch ein paar weitere Farmen hier auf. Ja, wir brauchen ja auch noch mindestens ein drittes Wohngebiet. Das können wir hier aufbauen. Das ist ja nicht gar nicht schlecht. Und mitten zwischen unseren Feldern. Ja, und dann können wir entsprechend auch hier noch weiter das entwickeln. Ja, ich würde, glaube ich, jetzt Olivenöl mal einkaufen. Ich stelle gerade fest, wir können das gar nicht einkaufen. Oh, wir können es nur verkaufen. Da habe ich verkehrt geguckt. Tatsächlich. Ja. Okay. Ja, das ist ja auch kein Problem. Dann bauen wir hier mal 3 Olivenfarmen auf. Und ja, wo produzieren wir das jetzt? Also wenn wir jetzt hier das Wohngebiet aufbauen wollen, mache ich das jetzt mal so.
Oh, Angestellte werden benötigt. Da arbeiten wir jetzt dran. Ja, die Nahrungsmittelversorgung ist echt gerade etwas gering. So, hier ist unser drittes Wohngebiet. Wir machen das mal eben so, dass wir die Verbindung hier haben. Parzellieren wir jetzt auch noch einmal ganz durch. So. Okay, und dann bauen wir jetzt hier noch die Ölpressen auf. Die können jetzt tatsächlich dann hier hin. Dann bauen wir es so. Da kann hier der Arzt noch hin. So, ich brauche natürlich hier auch eine Präfektur und einen Ingenieursposten. Gut, dann können wir jetzt hier unser Öl produzieren und wir müssen vor allem noch weiter Nahrungsmittel produzieren. So, und dann bauen wir hier auch noch mal Tempelanlagen. Ja, Geld verdienen wir eigentlich relativ viel. Wir können direkt hier noch das Fort wieder für die Legionäre bauen. Und weitere Farmen noch. So, hier kann natürlich noch Öl produziert werden. Und wieder zahlt Rom niedrige Löhne. 29, okay, dann kriegt ihr, 30, nee, 27, dann kriegt ihr jetzt 28. So, wir bauen hier das Amphitheater auf und hier den Markt. Ja, die Versorgung hier von diesem Wohngebiet hat sich jetzt auch verbessert. Das sieht richtig gut aus. Ja, mit dem Olivenöl, was jetzt hier schon entsprechend eingelagert wird, wird sich dieses Wohngebiet ja auch weiterentwickeln. Alles läuft bis jetzt ganz gut. Ich bin zufrieden. Wir werden jetzt dieses Wohngebiet mal schön weiterentwickeln. Allerdings haben wir auch schon wieder recht weit hier unsere Stadt ausgebaut. Ja, und die Ziele, die sind noch in weiter Ferne. Da müssen wir noch kräftig dran arbeiten. Das werden wir allerdings im zweiten Teil unserer Mission Espluges von den City Builders für Caesar 3 dann machen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören sage ich Tschüss, euer Dominus.